Ist dein inneres Klima gelegentlich dunkel und kalt? Und willst du in eine helle und warme Klimazone umziehen? Willst du dich von Stress, Konflikten, Traurigkeit und Sorgen lösen und in einen Bereich des inneren Wohls hineinwachsen? Wenn das so ist, dann ist es Zeit, mit einer Praxis zu beginnen, die dich am Morgen für den Tag frisch und fit macht und am Abend gut einschlafen lässt. Mit ihr erschaffst du in dir ein neues Grundgefühl. Lerne vom Buddha das Meditieren. Ich bin Meinhard Knoll und werde dich gern begleiten. Meditation beginnt vor der Meditation. Bevor du dich hinsetzt oder eine andere Körperhaltung einnimmst, geht es um eine heilsame Geisteshaltung. Ohne sie wirst du es nicht lange auf deinem Meditationsplatz aushalten, denn da ist es für dich ungemütlich, mit dir ganz allein. So suchst du wieder Abwechslung in der äußeren Welt. Wenn es dich also während der Meditation drängt, die Sitzung zu beenden, dann liegt es daran, dass dein inneres Klima noch dunkel und kalt ist. Wandle darum deine Geisteshaltung und beginne damit in dieser Meditation. Vielleicht hältst du das für unbedeutend, aber du wirst erkennen, heilsame Geisteshaltung ist eine Macht. Mit ihr steigst du empor in eine andere, hellere Etage deines Bewusstseins. Solange du aber noch nicht dort bist, wirst du das nicht wertschätzen, denn du hältst an dem fest, was du gerade fühlst. Der Buddha sagt, dass du an allem festhältst, was auch immer du fühlst, sei es angenehm oder selbst unangenehm. Du hältst fest. Darum bleibst du in der Klimazone gefangen, in der du bist. Änderst du deine Geisteshaltung, dann änderst du dein inneres Klima. Eine heilsame Geisteshaltung gewinnst du durch die Entwicklung der Absicht, die Ereignisse der äußeren Welt und alle Gedanken darüber allmählich loszulassen und dies auf freundliche und sanfte Weise zu tun. Das sind 3 Schritte. Loslassen, dabei freundlich sein und sanft. Dies ist eine wesentliche Etappe auf dem buddhistischen Trainingsweg. Die rechte Geisteshaltung kannst du dir aber nicht wie einen Herzschrittmacher implantieren lassen. Sie wächst ganz allmählich durch Meditation und danach durch ihre Pflege auch im Alltag. Bist du dafür bereit? Meditieren kannst du in allen möglichen Positionen, im Gehen, Stehen, Sitzen und im Liegen. Es ist aber gut, bei dieser Meditation zu sitzen, denn damit hältst du dich leichter wach. Zwinge deinen Körper zu nichts. Sei freundlich und sanft zu ihm. Finde eine aufrechte Position im Sitzen. Deine Augen dürfen sich jetzt sanft schließen. Dabei lässt du die äußere Welt los. Löse dich ganz allmählich von ihr. Jetzt bist du mit dir allein. Dein Gesäß lässt du bequem auf dem Sitz ruhen. Setze deine Füße sanft und fest auf den Boden. Lege deine Hände in den Schoß oder auf die Knie.
Die Handinnenflächen können nach oben oder nach unten zeigen, ganz so, wie es für dich angenehm ist. Richte deinen Körper behutsam auf. Tue es mit Freundlichkeit. Zieh dein Kinn vorsichtig und sanft in Richtung des Brustbeins. Spüre die ganz leichte Dehnung in deinem Nacken. Rolle nun die Schultern zurück und fühle die Weite im Bereich der Schlüsselbeine. Die Wirbel deiner Wirbelsäule sind jetzt wie ein Stapel von Münzen, senkrecht aufgerichtet und stabil. Ausbalanciert tragen sie deinen Kopf. Halte ihn sanft, auf freundliche Weise. Schwinge für einen Augenblick ganz leicht um deine Wirbelsäule. Bewege deinen Kopf sanft hin und her und finde die Haltung, in der du dann ruhst. Du nimmst deinen Körper wahr. In ihm spürst du deinen Atem. Während du atmest, kannst du dich entspannen. Dazu nutzt du deine Aufmerksamkeit wie den warmen Lichtkegel eines Scheinwerfers. Den lenkst du ganz sanft und mit freundlicher Absicht. Jetzt auf dein Gesicht. Die Gesichtsmuskeln lösen sich in Wärme und Licht deiner Aufmerksamkeit. Nun geht es zu den kleinen Muskeln um deine Augen und Schläfen herum. Sie werden ganz weich. Auch die Muskeln in den Wangen und um die Kiefer. Hals und Nacken ganz entspannt. Auch beide Schultern. Der Lichtkegel streicht jetzt freundlich, sanft und warm über den ganzen Rücken von oben bis nach unten. Alle Spannungen lässt du los. Entspannung breitet sich über beide Arme aus, gelangt in die Hände und bis in die Fingerspitzen hinein. Nun geht es tiefer, über das Becken in die Beine ganz hinunter zu den Füßen und in die Spitzen der Zehen. Tief entspannt. Und nun machst du den Lichtkegel deiner Aufmerksamkeit groß und hüllst den ganzen Körper in warmes, freundliches Licht ein, von den Zehen bis zum Scheitel. Du kannst den Körper als Ganzes im Licht halten. Dein geistiges Auge schaut freundlich und sanft auf ihn. Alle Anspannungen lässt du los. Du atmest und beobachtest deinen Atem auf sanfte und freundliche Weise. Achtsam atmest du ein
bleibst mit deiner Achtsamkeit beim Atem. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Es ist ganz natürlich, wenn hin und wieder Gedanken durch deinen Geist ziehen. Lass dich nicht stören. Lass sie ziehen. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Dein Atem begleitet dich in eine heilsame Geisteshaltung. Du lässt auf freundliche und sanfte Weise los. Du atmest ein, aus. Gedanken stören dich nicht. Du schaust sie freundlich an und lässt sie sanft los. Übe dies jetzt für 3 Minuten allein.
Du hörst jetzt wieder mit deinen Ohren. Dein Atem ist noch da. Auch Freundlichkeit, Sanftmut und die Absicht, Unheilsames loszulassen, all das ist noch in dir. Und jetzt noch 3 Atemzüge, dann gehen die Augen von selbst auf und du bist wieder da, im Hier und Jetzt. Es ist gut, diese geführte Meditation mindestens eine Woche lang durchzuführen. Danach kannst du sie selbstständig gestalten und die stille Zeit der Atembetrachtung allmählich verlängern. Die heilsame Geisteshaltung kommt mit 3 Schritten. Loslassen, freundlich sein und sanft. Was du während dieser Meditation entfaltet hast, kannst du in deinem Alltag auf die Begegnungen in deiner Umwelt ausdehnen. Heilsame Geisteshaltung ist die Grundlage für ein tugendhaftes Verhalten in der äußeren Welt. Über den Segen der Tugend gibt es einen Beitrag in der 5. Folge meines Podcasts Buddha Training.